Hallo, hier ist wieder der Stefan mit meiner Kathleen. Wir testen die Megasos Horse Runners für euch. Ich bin beim Video schon ein bisschen spät dran. Wir haben inzwischen schon Mitte November. Kathleen hat schon ihr Winterfell. Die Megasos hatten wir schon vor 4 Wochen ungefähr abgenommen. Hier habe ich noch mal ein paar. Das sind die alten. Die hatten wir insgesamt jetzt 18 Wochen im Test bei der Kathleen. Immer 6 Wochen Rhythmus. Dann habe ich ein paar Wochen Barhof geritten. Dann habe ich sie wieder 6 Wochen montiert. Hier ist ein ganz neuer. Sieht man mal, wie die verschlissen sind jetzt. Das ist links vorne. Also außen sind die etwas mehr abgelaufen als innen. Vorne abgeschliffen. Also laut Megasos kann man die reiten, bis das Orange weggeritten ist. Und das ist jetzt auch soweit. Ich denke, die sind fertig. Aber nach 18 Wochen insgesamt am Huf bei einem 850 Kilo Pferd ist das Ergebnis auf jeden Fall zufriedenstellend. Ich habe sie nicht ständig drauf gehabt, ich habe sie immer 6 Wochen benutzt. Dann hat sich der Huf so schön entwickelt, dass ich ein paar Wochen Barhof laufen konnte. Der Huf wächst ja, wenn er sich nicht abnutzt, ca. 1 cm im Monat nach. Wir haben einen ganz tollen Huf bekommen, seitdem wir die im Test haben. Und dann konnte man auch immer was Barhof reiten. Und dann, wenn es nötig war, haben wir wieder montiert. Da kommt der Harry ins Bild, du warst auch mal Tester, ne? Genau. Hallo Harry. So, inzwischen bin ich wieder Barhof geritten und die Kathleen hat sich eine kleine Verletzung am Strahl eingefangen. Ist nichts Schlimmes, aber was man auf jeden Fall beobachten wollte. Und ich wollte jetzt den Strahl schützen nach der Verletzung, aber nicht einkleben, dass ich jetzt 6 Wochen nicht kontrollieren kann. Und dann habe ich mir doch überlegt, mal den Klettschuh noch mal zu benutzen. Den hatten wir beim Harry ja getestet, der hat sich runtergetreten und jetzt wollte ich ihn einfach mal bei der Kathleen testen. Geh mal ein Stück zurück. Du willst auch ins Fernsehen, ne? Ins Internet. Und dann haben wir das einfach mal versucht und ich bin doch begeistert von dem Klett. Man sieht hier die Klettpads, die sind bei der Kathleen drauf. Lass uns mal gucken, Mäuschen. Alles gut. Die sind etwas schmutzig. Wir stellen die gleich auf den Hufbock, da sieht man die noch besser. Und hier habe ich einfach in die alten Sohlen, die hinten drauf waren, die habe ich für vorne passend geschnitten, die waren noch ein bisschen dicker. Habe ich einfach die Klett Sideclips reingeschlagen und dann, genau, sieht man aus der Sonne. Und dann haben wir den einfach mal montiert. Und siehe da, ich hatte sie jetzt 2 Wochen drauf. Dann kann ich sie immer wieder abnehmen, den Strahl beobachten und wieder behandeln und sie einfach wieder draufkletten und es hat gehalten. Nachdem ich bei Harry ja ein bisschen skeptisch war, was die Klett angeht, muss ich doch sagen, die Kathleen geht wohl etwas behutsamer damit um. Bei Harry war ja das Problem, dass er sich die runtergetreten hat, aber bei Kathleen halten die. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man die auch mal montiert. Das ist alles ein bisschen, ich meine, einfacher als mit den 2 Komponentenkleber. Und man sieht also, es liegt nicht daran, wie schwer oder wie groß das Pferd ist, ob man kletten kann oder nicht, sondern einfach liegt es ganz individuell an dem Pferd, wie es mit dem Hufschutz umgeht. Ja, wir gehen jetzt mal auf den Hufbock und dann zeige ich euch, wie man die Klettpads reinigt und den Hufschuh reinigt und wie man den anlegt. Und dann wollen wir gleich eine kleine Runde ausreiten. So sehen die Klettpads aus, wenn man sie am Huf hat und kein Schutz drauf ist. Da ist ein bisschen Schlamm drauf, aber das ist gar nicht schlimm. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die reinigt. Ich habe hier einfach eine Bürste. Ich versuche das erstmal trocken, ein bisschen auszubürsten. Der Schlamm ist ein bisschen hartnäckiger, da nehme ich einfach mal ein bisschen Wasser zur Hilfe. So. Das sind also kleine Pilzköpfe, die ich einfach mit der Bürste dann sauber mache, damit die wieder schön kletten können. So, das reicht schon. Hier habe ich nochmal so ein Pad, wie ihr es geliefert bekommt, wenn ihr die Megasos bestellt. Das ist selbstklebend. Einfach die rote Folie abziehen und dann den vorbereiteten Huf, der wird erst schön geschliffen, entfettet, dann mit einem Primer behandelt, damit der Kleber richtig hält.
und dann wird er hier so drauf geklebt. Als kleiner Tipp von mir, gerade jetzt im Winter, steckt euch das Pad irgendwo in Körpernähe, damit es auf keine Temperatur kommt. Damit der Kleber richtig gut seine Kraft entfalten kann. Aber wenn es zu kalt ist, dann fällt er einfach runter. Okay. So, hier ist jetzt der Hausrunner und dann zeige ich euch, wie man die montiert. So, schön mittig draufsetzen. Und dann nehme ich die Clips und klippe die von unten nach oben, biege ich die leicht und drücke die an. Das hört man an, so ein kleines Schnalzen. Es gibt eine richtig schöne feste Verbindung. So, schon fertig. Okay. So ist man natürlich noch flexibler als mit der Klebevariante. Jetzt kann ich sie wirklich nur zum Ausreiten dran kletten und wenn sie hier im Stall läuft, auf dem Offenstall, mache ich sie wieder ab. Ich bearbeite die Hufe inzwischen selber, das mache ich jetzt alle 4 Wochen. Ich habe einen Workshop besucht und werde da ein bisschen gecoacht von einem Hufschmied. Und so mache ich in 4 Wochen mache ich die Klebepads runter und bearbeite die Hufe und klebe dann neue auf. Und dann können wir wieder, wenn wir ausreiten gehen, den Hufschutz anbringen. So, wir gehen jetzt ein bisschen ausreiten, wir genießen noch ein bisschen das schöne Novemberwetter und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.